liebe Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Oh mein Gott, nach meinem letzten Video habe ich so viele Fragen bekommen. Ich habe euch nämlich gezeigt, dass ich so auf Knopfdruck meinen Hintergrund wechseln kann bei meinem iPad. Und da kamen so viele Fragen. Oh mein Gott, ich will das auch auf meinem iPad machen, kannst du ein Tutorial machen. Und ich habe den ultimativen Hack gefunden, wie ihr euer iPad so produktiv wie möglich einrichten könnt. Das ist echt so geil, auch für die Schule oder einfach für die Freizeit, wie ihr das richtig cool einrichten könnt, dass ihr so viele produktive Sachen wie möglich auf eurem iPad gleichzeitig machen könnt. Und ich dachte, ich gebe euch einfach mal eine ganze Tour durch mein iPad, was ich hier alles für Apps habe, für die Schule, für meine Notes, fürs Lernen. Und natürlich zeige ich euch auch so ein ausgiebiges Tutorial, wie ihr das machen könnt, dass ihr so verschiedene Fokusmodi einstellen könnt. Und ich versuche euch das auch gleich so Schritt für Schritt so einfach wie möglich zu erklären, dass ihr ein gutes Tutorial habt, wo ihr es einfach nachmachen könnt, weil es hat bei mir auch so lange gedauert, Leute, bis ich das mal kapiert habe, wie ich das einstellen soll. Deshalb hoffe ich, dass ich das für euch ein bisschen einfacher machen kann. Aber vielleicht fangen wir erstmal mit den Basics an, was ich für ein iPad habe und was ich hier für Accessoires dran habe. Also das hier ist ein iPad. Müsst man wissen, welches iPad man hat. Also ich habe ein iPad Air, wie ich gerade rausgefunden habe, in rosa. Und ich habe dazu einfach eine richtig normale Basic-Hülle, auch in Pink, die ist von Amazon. Und die hat ja auch direkt so einen Halter drin für den Apple Pencil. Das ist der von der zweiten Version, nennt man das so? Guck mal, da steht sogar mein Name drauf, den finde ich richtig cool, wartet. Und den kann man so magnetisch hier ans iPad dran machen und dann lädt der auch automatisch, seht ihr hier, Apple Pencil 100%. Aber ich weiß nicht, wenn man das dann so in die Tasche tut, dann geht der natürlich ab, weil das nicht so doll hält. Deshalb ist es gut, wenn man so eine Hülle hat, dass so einen Halter für den Apple Pencil da dran hat. Die Hülle, die kann man hier auch so einmal einklappen, seht ihr? Dann ist hier hinten magnetisch, dann macht es hier wie so ein Dreieck und dann kann man das iPad so dagegen lehnen. Das finde ich auch mal praktisch, weil dann kann man da entweder so drauf tippen oder man kann es einfach abstellen, wenn man es gucken will. Aber zum Tippen habe ich auch extra nochmal so eine Tastatur. Die ist auch von Amazon, von Fintier. Ich versuche euch alles in der Infobox zu verlinken davon. Und die geht einfach per Bluetooth und dann kann man da einfach so schnell drauf tippen, falls ihr irgendwie eine Word-Datei schreiben müsst oder irgendwas für die Schule. Und weil ich viel darauf schreibe und damit der Stift nicht immer so hin und her flutscht, weil die Oberfläche ja so glatt ist, habe ich hier so eine Screen Protector Folie drauf, die wie Papier ist. Und ihr müsst euch diese teure nehmen von Paperlike. Also die hatte ich auch mal auf meinem iPad, aber ich habe jetzt eine, die ist so ein Dupe von Amazon und die ist wirklich genauso gut. Also da haben wir eigentlich gar keinen Unterschied. Also da müsst ihr nicht so viel Geld ausgeben für die Original Paperlike Folie. Okay, fangen wir mal an, wie mein iPad überhaupt aussieht. Also ich zeige euch erstmal meine Homepage sozusagen. So sieht davon mein Sperrbildschirm aus. Süß mit den Bärchen. Dann, wenn ich es öffne, sieht es so aus. Also ihr seht erstmal, hier ist dieses Widget von Kurzbefehle. Da sind so 4 verschiedene Fokus-Modi drin. Also einmal habe ich Games, YouTube, Home und School. Und wenn ich da draufklicke, dann ändert der komplett den Homebildschirm. Also ich klicke zum Beispiel auf School. Und dann seht ihr, sind da ganz andere Apps, also nur die Apps, die ich wirklich für School brauche, die ich ausgewählt habe, die ich zum Lernen brauche. Mein Hintergrundbild sieht anders aus, andere Ästhetik, damit man so eine andere Stimmung kommt. Dann habe ich auch noch YouTube und Games. Ich kann auch mal auf YouTube gehen, seht ihr, dann ändert sich das auch nochmal komplett und auch der Sperrbildschirm ändert sich. Aber ich gehe jetzt aber zurück auf Home, weil das ist so meine Basisseite. Ich zeige euch jetzt erstmal die Widgets, die ich alle gemacht habe. Also ihr seht, da ist erstmal so eine riesengroße Uhr drauf, die heißt MD Clock und da kann man so ganz verschiedene Uhren auswählen. Also ich habe wirklich auf jedem Home-Bildschirm habe ich so eine riesen Uhr drauf gemacht. Es gibt so verschiedene Designs. Dann habe ich meine Batterie-Widget drauf gemacht. Da sehe ich einfach, wie viel mein Apple Pencil geladen hat und wie viel mein iPad geladen hat. Dann habe ich da drunter ein Notizen-Widget. Also da kann ich einfach ganz schnell meine Notizen neu erstellen. Dann sieht man auch seine letzten Notizen. Also das könnt ihr theoretisch auch als Erinnerungsliste benutzen. Aber dafür benutze ich hier meine To-Do-Liste. Das ist so eine App, die heißt Minimalist. Und dann kann man da einfach so ein Widget drauf machen. Dann könnte man hier auf Plus gehen. Und dann kann man da Beschreibungen hinzufügen. Schreibt man zum Beispiel hier hin To-Do-List. Und dann kann man halt da einfach schnell eine To-Do-Liste adden. Dann sieht man hier neben meine Apps. Da habe ich hier einmal Nachrichten, FaceTime. Dann habe ich hier dieses Minimalist für mein Widget. Pinterest, Prime Video, was ich irgendwas gucken will, Instagram und YouTube. Jetzt kann ich zum Beispiel mal wechseln in School. Und dann ändert sich mein kompletter Bildschirm. Ich finde das immer noch so cool. Das ist halt so praktisch, weil wenn man dann schnell lernen will, dann lässt man sich auch nicht so ablenken von den anderen Apps. Ich habe da zum Beispiel jetzt nicht irgendwie Instagram oder Pinterest drauf gemacht, sondern nur die Sachen, die ich auch wirklich zum Lernen brauche. Und ich finde, der Modus sieht auch am coolsten aus. Also ich habe hier diese Holzuhr drauf gemacht. Und daneben habe ich Erinnerungen, weil das ist nicht mehr praktisch, wenn ich Hausaufgaben habe, dann schreibe ich mir die immer da rein. Dann habe ich hier, das ist so ein Quote, der kommt einfach von einer App, wartet, die heißt
Flow. Aber die App benutze ich sogar mehr einfach nur für die Quotes, weil ich das ganz ästhetisch fand. Da steht zum Beispiel jetzt Each day provides its own gifts. Also das wechselt jeden Tag dann. Und dann habe ich hier Forest. Das ist so eine App, die habe ich euch schon mal öfter gezeigt. Da kann man halt so einen Timer setten, zum Beispiel jetzt 25 Minuten. Dann heißt das Lernen. Und dann wächst da quasi so ein kleiner Baum. Wenn man das dann abbricht, dann stirbt der Baum. Also wenn man aus der App zum Beispiel rausgeht, auf irgendeine andere App geht, dann muss man halt mal von neu anfangen. Und daneben habe ich wieder mein Batterie-Widget. Und dann habe ich hier GoodNotes. Ich weiß, das ist einfach so eine Notizen-App, die kennt ihr bestimmt. Da kann man hier immer verschiedene Notizbücher machen. Ich liebe GoodNotes. Daneben habe ich Freeform, weil das benutze ich auch mal auf meinem Schul-iPad. Das ist einfach so eine App von Apple. Da kann man sich so verschiedene Boards machen, aber da kann man halt immer nur auf diesem Kästchenpapier schreiben, was ein bisschen blöd ist. Aber sonst ist die App eigentlich auch ganz gut zum Schreiben, wenn man so eine gratis Apple-App benutzen will. Daneben habe ich hier Duolingo. Das habe ich auch auf meinem Handy noch, weil bevor ich Spanischunterricht hatte und bevor ich nach Mallorca gezogen bin, habe ich immer damit Spanisch gelernt. Und darunter habe ich Vokabelbox. Das ist echt die simpelste App ever, aber es ist die beste App, um Vokabeln zu lernen. Dann habe ich daneben Word. Wir müssen manchmal so Word-Sachen schreiben. Und dann habe ich das immer synchronisiert mit meinem Laptop und meinem iPad. Also da kann ich auch immer einfach schnell ein paar Sachen drauf tippen. Das mache ich dann auch meistens hier mit meiner Tastatur, weil ich finde, das geht dann am schnellsten. Und daneben habe ich Calculator X, weil es gibt ja keinen Calculator richtig von Apple auf dem iPad. Und was ich voll praktisch finde, wenn man zum Beispiel jetzt hier auf GoodNotes geht, dann ist man hier auf seinem Notizbuch, seht ihr, und dann kann man hier einmal so hochwischen von unten. Und dann kann man hier Calculator X auswählen und dann zieht ihr das zur rechten Seite. Aber nicht so ganz, dass der Bildschirm sich splittet, sondern nur, dass es so da quasi so aufpoppt. Und dann macht ihr so und dann könnt ihr das hier so zur Seite schieben. Und dann seht ihr, habt ihr hier so ein kleines Ding, was ihr immer so nach links ziehen könnt. Wenn ihr dann so macht, habt ihr ganz schnell den Taschenrechner. Wenn ihr irgendwie was schnell rechnen wollt, dann geht das richtig schnell. Dann könnt ihr es einfach wieder wegschieben. Dann müsst ihr nicht immer die App öffnen. Alright, das ist mein Modus für School. Und ich finde mein Hintergrundbild auch cool. Da steht Girl Go Study und ich finde das voll passend. Dann habe ich noch als andere Modi YouTube, Games und Home. Dann können wir mal zu YouTube gehen. Da habe ich so all die Apps drauf, die ich brauche, um irgendwelche YouTube-Videos zu editen. Erstmal Notizen, weil manchmal schreibe ich mir da irgendwas auf. Dann habe ich daneben Spotify. Das ist gerade Hot Gym Girls Playlist. Bei Spotify als Widget. Dann habe ich da drunter als Widget noch Kalender. Dann habe ich da drunter YouTube natürlich. Dann habe ich YouTube Studio. Also es ist einfach für so Creator von YouTube. Da kann man so all seine Insights sehen, alles was man so braucht als YouTuber. Daneben ist Procreate, das benutze ich manchmal für meine Thumbnails. Daneben habe ich Magic Eraser, das ist auch einfach so ein Fotobearbeitungsprogramm. Und daneben habe ich Kilo Notes, das ist auch wieder so eine Notes-App, die ist auch so ein bisschen wie GoodNotes. Und daneben ist Pixar, das ist auch nochmal, um Bilder zu bearbeiten, das kennt ihr bestimmt. Und dann habe ich jetzt noch Games. Das sieht so aus. Ich finde, diese Clock sieht so geil aus, weil das so ein Minecraft-Design ist. Da habe ich erstmal App Store gemacht, weil ich mir neue Spiele runterladen. Wenn ich so im Flugzeug bin oder so, dann spiele ich immer so ein paar Spiele. Also zum Beispiel Homescapes, weil hey, kann man da nicht ohne WLAN spielen im Flugzeug. Ja, das waren meine verschiedenen Modi. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie man das einrichtet, wie ihr das machen könnt. Ich glaube, da habt ihr alle drauf gewartet und denkt euch, warum labert ihr so viel? Zeig endlich das Tutorial. Also der erste Step, den ihr machen müsst, um eure verschiedenen Focus Modes einzurichten, ist eine neue Seite zu erstellen. Also wenn ihr einfach euren Bildschirm gedrückt haltet, dann kriegt ihr ja hier dieses Bildschirm-Editing-Ding, wo ihr oben das Plus seht und hier die Apps, die ihr verschieben könnt. Dann müsst ihr zur Seite wischen, dass eine ganz neue Blank-Seite kommt, wo gar nichts drauf ist. Und dann zieht ihr euch da einfach alle Sachen drauf, die ihr auf eurer Seite haben wollt. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt für School was einrichten wollt, zieht ihr euch da alle Apps drauf, die ihr für School braucht. Ich mache jetzt ja auch mal eine Testseite, dann könnt ihr hier oben auf dieses Plus gehen, da links oben in der Ecke. Und dann könnt ihr euch da alles draufziehen, was ihr haben wollt. Zum Beispiel adde ich jetzt hier die Clock. Seht ihr, dann kann ich hier eine Uhr adden, die ich haben will, mache ich die da rein. Dann kann ich adden mein Forest Widget hinzufügen oder Batterienstatus hinzufügen. Seht ihr, da habt ihr einfach all eure Widgets drauf, die ihr haben wollt. Das könnt ihr dann so oft machen, bis es irgendwie euch gefällt. Dann könnt ihr hier unten, seht ihr auf dieser Leiste, die da unten ist, sind ja so verschiedene Apps, dann könnt ihr da draufklicken. Und dann könnt ihr euch da draus jede einzelne App ziehen, die ihr haben wollt. Zum Beispiel mache ich jetzt Procreate drauf, Fotos, ich adde jetzt mal random Sachen, auch um euch das zu zeigen. Pinterest oder Forest
Und dann habt ihr so eine Seite, die ihr dann später so einstellen könnt, dass sie kommt, wenn ihr den Fokus auswählt. So, dann geht ihr auf Fertig, sucht ihr das dann aus. Und das macht ihr jetzt so oft für jeden Fokus, den ihr haben wollt. Wenn ihr jetzt 4 Fokus haben wollt, dann macht ihr das für jeden einzelnen Fokus, macht ihr jetzt eine neue Seite. Und jetzt kommt der zweite Schritt. Jetzt müsst ihr euren Homescreen mit eurem Fokus-Mode, den ihr haben wollt, verknüpfen. Dafür geht ihr dann auf die Einstellungen-App und dann gebt ihr da oben bei der Suchleiste Fokus ein. Fokus. Seht ihr, dann kommt da dieses Symbol. Dann geht ihr da drauf und dann seht ihr hier schon all meine verschiedenen Fokus-Modes, die ich gemacht habe. Und dann geht ihr hier oben auf das Plus. Und dann geht ihr auf eigener Fokus erstellen. Dann könnt ihr den Fokus erstmal benennen. Ich nenne ihn jetzt Tutorial. Dann könnt ihr auch die Farbe auswählen. Ich mache jetzt mal Grau und dann habt ihr auch verschiedene Symbole, die ihr auswählen könnt. Ich mache da jetzt auch mal hier dieses Symbol für und dann geht ihr auf Weiter. Und dann könnt ihr Fokus anpassen. Und habt ihr hier eure ganze Seite, die nur für diesen Fokus ist. Dann könnt ihr hier unten auf Bildschirme anpassen gehen. Und dann wählt ihr euren Home-Bildschirm, den ihr gerade gemacht habt. Ihr geht dann hier auf Bildschirm anpassen, dann auf Wählen. Und dann habt ihr hier all eure Seiten, die ihr erstellt habt. Und dann geht ihr auf die Seite, die ihr gerade gemacht habt für diesen Fokus-Mode. Das ist bei mir jetzt hier die letzte und dann wählt ihr die aus. Die auf Fertig. Und dann ist schon dieser Homescreen verknüpft, nur mit der Seite, die ihr gemacht habt für den Fokus. Und das war's auch schon. Also da habt ihr jetzt erstmal euren ersten Fokus erstellt mit eurer Home-Bildschirmseite. Und jetzt macht ihr halt für jeden Fokus, den ihr haben wollt, einen neuen Fokus rein und dann immer den Home-Bildschirm auswählen, den ihr für diesen Fokus gemacht habt. Drittens, jetzt noch verschiedene Hintergrundbilder für jeden Fokus-Mode. Dafür macht ihr einmal euer iPad aus, sodass ihr dann auf eurem Sperrbildschirm landet und dann haltet ihr den gedrückt. Und dann habt ihr ja hier diese Funktion, dass ihr verschiedene Home-Bildschirme auswählen könnt. Und dann geht ihr da auch wieder auf das Plus. Und dann müsst ihr euch jetzt überlegen, okay, für den Fokus Study, welchen Hintergrund möchte ich da machen? Dann geht ihr auf Fotos und dann könnt ihr erstmal ein neues Hintergrundbild auswählen. Ich gehe da jetzt zum Beispiel einfach mal auf dieses Hintergrundbild mit dem Blümchen drauf. Und dann könnt ihr es hier noch so ein bisschen anpassen. Also ihr könnt zum Beispiel die Uhrzeit machen, die gestalte ich jetzt mal hier schön mit verschiedenen Farben, aber das kennt ihr bestimmt schon. Das gibt es ja auch jetzt beim Handy. Dann könnt ihr da auch noch verschiedene Widgets rein adden, zum Beispiel hier die Uhr, Kalender, Batterien. Habe ich jetzt auch mal ein paar reingemacht zum Test. Dann geht ihr da oben auf Hinzufügen, wenn ihr das alles so habt, wie ihr wollt. Und dann geht ihr nicht auf als Hintergrundpaar festlegen, sondern ihr geht auf Home-Bildschirm anpassen. Dann könnt ihr nämlich auch noch ein Home-Bildschirm-Hintergrundbild anpassen, das ihr haben wollt für euren Focus-Mode. Dann geht ihr da drauf. Und da habt ihr hier die Funktion, dass ihr dann anpassen könnt, wie euer Home-Bildschirm aussehen soll. Da könnt ihr jetzt auch ein anderes Foto für auswählen. Ich nehme jetzt einfach mal hier diesen Hintergrund mit dem Pink. Und dann erscheint dann dieser Hintergrund, wenn ihr den Focus-Mode auswählt, auf eurer Home-Bildschirmseite und auf dem Sperrbildschirm dann die Seite mit dem Blümchen. Dann geht ihr auf Fertig. Und dann habt ihr hier eure Seite, die seht ihr dann hier als Überblick. Und dann geht ihr hier unten auf dieses Symbol Fokus. Und dann müsst ihr euren Fokus, den ihr gerade gemacht habt, daran verknüpfen. Dann geht ihr hier auf Tutorial. Das habe ich ja gerade erstellt für die Seite. Und dann seht ihr hier unten steht Tutorial. Und dann immer, wenn ihr den Focus Mode Tutorial auswählt, ist da diese Seite. Seht ihr, hier ist euer Home-Bildschirm und wenn ihr das ausmacht, ist dann euer Sperrbildschirm da. Step 4, wo ihr dann euren Shortcut erstellt, euren Kurzbefehl, um dann alle Focus Modes miteinander zu verknüpfen. Dafür müsst ihr erstmal auf die Kurzbefehle-App gehen. Und dann habt ihr hier auf dieser Leiste die Funktion, einen Ordner zu erstellen. Ich habe jetzt schon einen Ordner erstellt mit meinen verschiedenen Focus Modes. Also ihr seht, habe ich Games, YouTube, Home und School. Wenn ihr noch keinen habt, dann müsst ihr einen Ordner dafür erstellen, damit das geht. Den könnt ihr einfach zum Beispiel Fokus nennen. Und dann müsst ihr in diesen Ordner eure verschiedenen Kurzbefehle reinmachen. Dafür geht ihr jetzt einfach hier oben auf das Plus. Und dann geht ihr hier auf Apps und Aktionen suchen. Dann gebt ihr da oben Fokus ein. Und dann geht ihr auf Fokus festlegen. Und dann sieht das so aus. Und dann müsst ihr hier auf Nicht stören gehen. Und dann das ändern zu dem Fokus, den ihr haben wollt. Also wenn ihr jetzt euren Fokus habt, den ihr zum Beispiel Study genannt habt, dann wählt ihr das Study aus. Ich nehme jetzt hier Tutorial, das ist ja den wir gerade erstellt haben. Und dann müsst ihr hier einmal auf das Ausklicken. Und dann ändert ihr das automatisch zu
ein festlegen bis ausgeschaltet. Also so muss es dann aussehen. Einmal auf das ausklicken, dann sollte ich das eigentlich schon so ändern. Und dann könnt ihr hier noch auf Fokus festlegen gehen. Also seht ihr, dann könnt ihr hier diesen Pfeil, der nach unten zeigt, gehen. Dann könnt ihr dafür noch einen Namen geben. Umbenennen, dann nennt ihr das, ja, Tutorial. Gebt dem Fokus halt den Namen, den ihr ausgewählt habt. So. Und dann macht ihr die Tastatur nochmal runter. Ist ein bisschen umständlich, aber dann könnt ihr nochmal auf diesen Pfeil gehen. Und dann geht ihr hier auf Symbol wählen. Gehen wir mal hier drauf, auf Symbol. Dann habt ihr hier ganz verschiedene Symbole, die ihr auswählen könnt. Ich nehme dafür jetzt auch mal hier das Herz. Und dann könnt ihr hier noch Farben auswählen. Dann gehe ich jetzt auf das. Okay. Und dann sieht das so aus. Dann seht ihr hier Tutorial, ein festlegen bis ausgeschaltet. Und dann macht ihr das jetzt mit jedem einzelnen Fokus, den ihr erstellt habt. 15. Seite der Final Part. Woo! Also jetzt habt ihr hier eure verschiedenen Fokus in eurem Ordner. Und jetzt müssen wir das noch als Widget auf dem Homescreen machen, dass ihr das auch so cool immer wechseln könnt, wenn ihr da drauf klickt. Und dann macht ihr hier nochmal, haltet ihr den Homebildschirm fest, bis die Apps sich so bewegen. Dann klickt ihr auf Plus, wie ihr auch so ein normales Widget hinzufügen würdet. Dann geht ihr auf in Widget suchen, dann geht ihr auf Kurzbefehle. Und dann geht ihr hier auf die Funktion, wo da so 4 Kurzbefehle untereinander sind. Weil ich würde euch empfehlen, 4 verschiedene zu machen, habt ihr das so schön Ästhetik, dass ihr alle 4 auf einem Überblick habt. Und ich habe ja auch 4. Ich habe jetzt noch den hinzugefügt, den ich gerade euch gezeigt habe, dieses Tutorial-Ding, aber normalerweise habe ich auch nur 4. Und dann geht ihr auf Widget hinzufügen, könnt ihr das so anordnen, wie ihr wollt, wo ihr das hinhaben wollt. Und dann geht ihr auf Fertig. Und da kommen jetzt ja noch nicht eure verschiedenen Shortcuts, die ihr gemacht habt, extra für eure Fokus. Also da steht jetzt noch nicht Studying, Home und so. Deshalb müsst ihr das nochmal gedrückt halten. Und dann geht ihr auf Widget bearbeiten. Ich habe jetzt hier auch den Ordner Fokus ausgewählt und dann seht ihr, macht der hier eure verschiedenen Fokus-Modes rein, die ihr gemacht habt für eure verschiedenen Fokusse. Ja. Und wenn ihr dann jetzt zum Beispiel auf Games klickt, dann wechselt sich euer Homebildschirm ganz schnell zu Games oder auch zu Home und dann sieht es so aus. Und das war mein Tutorial. Ich hoffe, ich kann euch damit helfen und euch ein gutes Tutorial dafür geben. Falls ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare, dann versuche ich euch da noch zu helfen. Und lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da. Ich kann halt nicht reden. Und ich hoffe, ich kann euch damit ein bisschen helfen. Dann lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da, da würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn ihr ein bisschen Feedback gebt, wie ihr das findet, könnt ihr gerne mal in die Kommis schreiben, ob ihr euer iPad jetzt auch so eingerichtet habt und ob alles geklappt hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye, bye, Leute!